Ich befinde mich mal wieder in meinem Außenbüro, Außenvideostudio, wie auch immer. Ich bin hier wieder, immer noch, ihr könnt euch denken oder auch nicht, beim Patrick Klinge. Hi, Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Und dieses Mal geht es, wie man halt irgendwie schon ein bisschen auf dem Shirt sehen kann, um ein Brand von Eletromedia. Eletromedia haben wir ja uns ja schon mal intensiv darüber unterhalten. Da gibt es verschiedene Brands und eine davon ist Hertz. Hertz liegt mir total am Herzen. Ja, der musste sein, tut mir leid. Weil ich halt einfach mein erstes eigentlich richtiges Frontsystem war halt ein Hertz, HSK 165.3, glaube ich. Gibt es gar nicht mehr auf dem Markt, wurde schon irgendwie, ist archiviert. Aber das war halt wirklich ein Frontsystem, das habe ich mir halt dann in mein zweites Auto eingebaut. Damit habe ich wirklich so, man kann sagen, die Car-Hi-Fi-Karriere ist falsch, aber wirklich so ein bisschen mehr als einfach nur den Home-Hi-Fi-Sub meines Vaters im Kofferraum zu haben. Ja. Ja. Dann kamen halt auch Endstufentechnisch, Herz-Endstufen. Ich habe auch schon welche Herz-Endstufen gezeigt. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel. Und deswegen wollte ich mich wirklich mal einfach mal mit dir auseinandersetzen. Okay, was gibt es überhaupt von Herz? Weil wenn man sich durch die Seite scrollt, dann wird man quasi wirklich überfrachtet von Serien, Typen und auch Sachen, wo man gar nicht von weiß, dass die halt irgendwie von Hertz alles sind. Also wenn man so aus dem Car-Hi-Fi-Sektor kommt. Deswegen, ja, einmal, warum gibt es Hertz? Also wie kam, oder wie kannst du wahrscheinlich nicht sagen, aber wofür wurde Hertz entwickelt? Ja, also wie kann ich tatsächlich nicht sagen, aber 1998, wir hatten das Thema schon in einem anderen Video, glaube ich. Das kann sein. So lange her. Ist Hertz ins Leben gerufen worden. Und das war für Eletromedia, also für die Mutterfirma, war das der Start für Lautsprecher. Vorher gab es da nur Endstufen aus dem Hause Audison. Okay. Und Hertz Hertz-Lautsprecher sind dann gekommen für High-Performance-Wiedergabe von Musik im Auto. Und definiere kurz High-Performance. Nicht nur Klang, sondern auch qualitativ, wirklich hochwertig. Pegel, ja, sieht man auch, wir haben hatten eine SPL-Linie, beziehungsweise haben eine SPL-Linie. In dem Fall ist die in die Powersports-Serie mit integriert. Ja, die sind dann wassergeschützt, die Lautsprecher und die Verstärker. Bringt dann also alles mit, was für den Outdoor-Betrieb einfach nötig ist. Und das ist dann High Performance. Das geht laut, das klingt geil und ist in einem bezahlbaren Bereich. Ja, also nicht alles super High-End, sondern erschwinglich. Heißt nicht Low Budget, heißt nicht qualitativ minderwertig, sondern qualitativ hochwertig, aber bezahlbar. Also da muss ich auch schon wieder auf meine Polenreise zurückspringen. Also weil als ich in Polen war und halt Car-Hi-Fi-Händler besucht habe, hatten die da ganz viele Herzkartons stehen mit, ich glaube, der DSK-Reihe oder irgendwie so. Also jetzt nicht den heißen Ultra-Shit, aber halt mit soliden Lautsprechern. Ja, genau. Ja, wir produzieren ja die Lautsprecher sowieso alle selbst. Ja, da kaufen wir nichts dazu oder ähnliches. Wir haben ein eigenes Werk. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem Video. Jeder Lautsprecher hat seine eigene Seriennummer. Das DSK ist das Yechi. So heißt die Yechi. Ja, Okay. ist die Lautsprecherlinie dazu. Ja, da gibt es dann DSK, DCX, also für einen Coax. DCX, ja. Gibt es verschiedene Lautsprecher, vom 13er bis zum 16er über einen Coax. Ist da alles dabei. Das sind solide Systeme. Das sind alles super solide Lautsprecher. Das ist richtig. Scheint in Polen beliebt zu sein. Preis-Leistung ist, glaube ich, super geil. Ja. Und dementsprechend, da gibt man nicht so viel Geld dafür aus, aber man will, also ich habe bei Radios sagen sie, okay, wir holen uns irgendwie so einen China-Kracher da rein, aber bei Lautsprechern, wie gesagt, hauptsächlich standen halt Kartons von euch rum und habe ich mir gedacht, okay, cool, also habe ich schon mal gesehen, kenne ich und war bei mir auch in der Auswahl, bevor ich halt HSK gekauft habe, ob ich so ein DSK nehmen soll, aber dann habe ich natürlich, scheiß drauf, mach's richtig, ne? Ja. Okay,
Heißt, wir haben jetzt auch, also SPL-Serie ist jetzt nicht mehr so separat, weil es gab ja auch mal diese SPL Monster, Subwoofer. SPL Monster gab's Genau. und SPL Show. Die SPL Show gibt's auch immer noch zum Teil. Das haben wir integriert in die Powersport-Serie. Mhm. Das ist ziemlich cool, gerade bei so einem Outdoor-Mobil, so ein Quad in groß, ja, mit einem Käfig drüber. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Ein Beachbuggy. Ja, sowas, genau. Ja. Für sowas, da muss das halt, wenn man damit über den Strand fährt, muss das halt auch einfach mal laut gehen. Ja, man will ja den Und- Strand beschallen, ne? Ist ja offen. Und genau, es muss laut gehen, das muss super robust sein. Deswegen sind die SP4 500, SP4 900, SP1 sind auch einfach IP-zertifiziert, somit Spritzwasser geschützt, Salzwasser geschützt und das gleiche gilt für die Lautsprecher. Ja, bei einem Coax zum Beispiel ist dann um den Hochtöner so eine Gummimembran, ja, zur eigentlichen Membran, der das auch zum Wasser abdichtet, zum Wasser hin abdichtet und zwischen Membran und dem Hochtönerdurchlass. Ist halt super wichtig, damit die Lautsprecher auch da lange überleben. Ja, Salzwasser ist normalerweise, ne? Also, Salzwasser oder Strand, Sand. Ja. Ja, Sand im Luftspalt an der Schwingspule war noch nie gut. gibt komische Geräusche, habe ich gehört. Durchaus. Okay, cool. Also sowas habt ihr auch. Was gibt es denn sonst noch für, also weil wenn man sich die Seite anguckt, gibt es ganz, ganz viele Serien von ganz günstig bis ganz, ganz teuer, beziehungsweise wir haben jetzt gerade schon diese Dietschi, genau. Serie angesprochen, die ist ja irgendwo mittendrin, glaube ich. Genau, das ist so mittelpreisig, Also es solide Lautsprecher. gibt auch etwas, was jetzt erstmal günstiger. Fangen wir wirklich von Anfang an. Ja, da gibt es die UNO-Serie, gut für einen OEM-Austausch an einem Werksradio. Mhm. Bezahlbar, wirklich bezahlbare Lautsprecher, die solide gemacht sind. Für den Alltag und für ein kleines Upgrade ist das so der Start. Also wenn es halt kaputt ist, wenn es ausgetauscht werden muss oder man halt wirklich so ein bisschen Überbesser haben genau. will, am Werksradio einfach dran Genau. und dann Spaß haben. UNO-Serie. Genau, UNO-Serie. Okay. Dann gibt es zum Beispiel die B-Power, ja, sind die Endstufen. Mhm. Ja. Bezahlbar, solide Endstufen, gute Endstufen, nicht extrem viel Leistung, aber so, dass man so ein Dietschi-System zum Beispiel super mit einer Endstufe befeuern kann. Ja. Das vertragen die wahrscheinlich auch ganz gut, wenn da mal ein bisschen Leistung hinter ist. Genau. So, und so schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis mit den Lautsprechern und den Verstärkern bei den Dietschi. Dann haben wir natürlich die teureren Lautsprecher. Ja, das Mille bzw. Mille Legend und Mille Pro System. Mille Pro mit einem Ferritmagneten, Mille Legend mit einem Neodym-Magneten. Ansonsten sind die Lautsprecher schon sehr ähnlich zueinander. Der Korb ist minimal anders. Also gibt es jetzt drei verschiedene, also gibt es ein Mille Legend, Mille Pro oder gibt es nur... Nein, es gibt Mille Legend und Mille Pro. Okay. Genau. Das Mille Pro, Ferritmagnet. Ja. Und Legend ist mit... Legend, Neodym-Magnet. Okay. Somit stärkerer Antrieb. Bei Mille Legend haben wir dann auch den 18er, der vielleicht manchmal da passt, wo eigentlich nur ein 16er reingehört, aber ein 20er nicht reinpasst. Oder ein 20er Serien, also so ein Möchtegern 20er drin war. Ja, das ein kleiner 20er. Ist ja bei den ganzen Golf 5, Octavia Generationen. Genau. Da passt dann eben auch mal ein ML 1800. Mhm. Das Mille Legend ist bei Herz unser Steckenpferd und das Größte, was wir anbieten. Super langstreckentauglich, nie nervig, einbauen, Spaß haben. Ja. Da gibt es dann den 18er, den 16er und bei dem Mille Pro gibt es dann nur einen 16er. Dafür gibt es aber auch ein 16er System in 3 Ohm Impedanz. Das heißt, um aus einem Verstärker noch mal ein bisschen mehr Leistung rauszukitzeln. Beim Pro jetzt. Beim Mille Pro, genau. Okay, cool. Das haben wir beim Mille Legend nicht. Mhm. Die Körbe sind sehr ähnlich zueinander. Die Membranen sind sehr, sehr ähnlich zueinander zwischen Mille Pro und Mille Legend. Kann man den von außen überhaupt, also wenn man den wirklich nur das Chassis so sieht? Sieht man schon anhand des Magneten. Ja, aber der ist ja hinten. Also wenn Von, er eingebaut von ist. vorne sieht man es schon am Korb, die sind farblich auch ein bisschen anders. Okay. Die Membran ist schon sehr ähnlich. Sieht halt so. Das ist halt unsere V-Cone. Ja. Genau. Okay. Patentiert. Natürlich. Ja. Bei den Mille gibt es ja auch Hochtöner, die sind quasi dann auch gleich, nur Nee. dem.
Die Hochtöner sind unterschiedlich. Bei der Mille Legend haben wir den ML280.3. Ja. Relativ kleines Koppelvolumen. Bei dem Mille Pro haben wir den MP28.3, der ist sehr ähnlich zu dem ML280. Wir haben aber auch den MP25.3, ist dann eine 25 mm Kalotte mit einem relativ großen, Verhältnis zum Hochtöner, relativ großen Koppelvolumen damit dran. Der kann dann schon halbwegs brauchbar auch tief runterspielen. Also Resonanzfrequenz ist relativ tief. Genau. Den kann man dann auch schon mal ab 2,5 Kilohertz einsetzen, je nach Pegelanspruch natürlich und Verzerrung und Einbauort. Ja, Okay. braucht dafür aber auch ein bisschen mehr Einbautiefe. Nur wegen dem Volumen, klar. Und Ja. damit zieht ihr dann quasi die Resonanzfrequenz runter. Dann kann man den auch ein bisschen Tiefer besser ohne Mitteltöner dann halt auch fahren. Genau, ein bisschen tiefer ankoppeln, ja. Der 28er, der geht aber, also ist der generell für Mitteltönerbenutzung gedacht oder auch ohne? Grundsätzlich sind die Lautsprecher alle 2- und 3-Wege tauglich. Mhm. Es kommt natürlich immer, wie das eben so ist, auf den Einbauort an. Ja. Ja. In einem OEM-Einbauplatz ist das natürlich immer ein bisschen kritisch. Aber grundsätzlich sind die Lautsprecher alle 2- und 3 Wege geeignet. Ja, auch man kennt das oder man sagt das immer so schön, ein 20er oder ein 18er ist nicht so ideal für ein 2-Wege-System. Der ML 1800 kann das mit Bravour. Der kann auch wirklich sauberen Mittelton. Okay. Spielt ein bisschen boomig, ja, also auch mit ein bisschen Spaßfaktor dabei. Dem kann man auch ein bisschen Leistung geben, dem ML 1800. Das geht dann wirklich gut. Okay. Ja, aber von der Sache her, wir haben natürlich auch 3-Wege-Systeme. Funktionieren tut das alles. Am Ende ist es, wenn ein DSP verbaut ist, auch immer ein bisschen in der Hand des Einstellers, wie er damit umgeht. Was wir, glaube ich, schon mal hatten, Einstellung ist mit der Qualität der Sachen und halt dem Einbau einfach das Wichtigste im kompletten Car-HiFi, egal was man tut. Diese 3 Sachen sind halt die Hauptschlüssel. Ja, absolut. Das ist so. Okay, dann Mille haben wir durch, verschiedene Mille und allem drum und dran. Haben wir noch irgendwie eine Serie vergessen? Ja, es gibt noch das Cento. Das ist Cento. Cento. C-E-N-T-O. Ja, Ist für mich eines der meist unterschätzten Systeme aus dem Hertz-Brand. ja, kennt ja auch keiner. Ist ein super System, wirklich bezahlbar. Also preistechnisch sind wir da. Über dem Uno. Mhm. Geiler Hochtöner, geiler Tieftöner. Mit ein bisschen Leistung da dran von der Endstufe kann das schon richtig, richtig Spaß machen. Und das für echt bezahlbares Geld. Also auch Ja. Preis-Leistung, sagst du, da ist sehr, sehr gut. Absolut. Da sage ich ja, das ist für mich eins der meist unterschätzten Systeme, die wir haben im Hertz-Brand. Das ist super bezahlbar, steckt ordentlich was ein an Leistung. Geiler Hochtöner, geiler Tieftöner. Damit kann man schon richtig Spaß haben. Mitteltöner gibt es da auch von oder keine Mitteltöner? Ich glaube nicht. Nein, Okay. Tieftöner und Hochtöner. Tieftöner, Hochtöner. Ja. Also das Cento ist jetzt billiger als das Mille und teurer als das Uno. Wie verhält sich das mit dem Dieci? Dieci? Das Dieci ist noch ein bisschen günstiger als das Cento. Okay. Ja, das Dieci kostet je nach System 200, 250 Euro. Je nachdem welches und ob es ein Coax ist oder ein 2-Wege-Komponentensystem mit Frequenzweiche etc. Ja, das ist wirklich ein geiles System. Okay. Also Preis-Leistung, also ein bisschen teurer als das Dieci, aber kann dann halt mehr ab. Ist halt alles ein bisschen hochwertiger. Ist quasi nochmal ein bisschen feiner gestaffelt. Ja, genau. Okay, sehr, sehr cool. Dann gibt es ja nicht nur, also ganz am Anfang hast du ja gesagt, der Brand Hertz kam ja raus, um erstmal Lautsprecher das erste Mal irgendwie auch rauszubringen. Aber es gibt ja mehr als nur Lautsprecher von Hertz. Genau. Wir haben DSPs, den S8 DSP zum Beispiel, der extra für Marine und Powersports ist. Das heißt, auch der ist spritzwassergeschützt, per Bluetooth steuerbar, komplett einstellbar. Es gibt für die Apfel-User, für die Mac-User gibt es auch eine passende Software, per Bluetooth steuerbar, vom PC, vom Handy. Es gibt ein DSP, was man vom Mac aus steuern kann? Okay. Ja. Sonst auf dem Markt gibt es, glaube ich,
Es gibt ein paar. Vom amerikanischen Markt gibt es tatsächlich ein paar. Ja, wir sind hier nicht in Amerika. Ja, genau. Dann haben wir den Herz H8, der so ein klassischer auch 8-Kanal DSP für Car-HiFi ist. Okay. Und es gibt natürlich noch mehr Endstufen. Wir haben die Mille Power Endstufen, die dann passend zum Mille Pro und Mille Legend System sind. Gibt es eine 4-Kanal, eine 5-Kanal und einen Monoblock, Ja. die auch wirklich richtig Leistung haben. Ja, damit fängt schon an, richtig Spaß zu machen. Warum? Also das sind jetzt keine DSP-Endstufen, Nee, sondern genau. das ist halt wirklich nur reine Class D oder Class irgendwas Class D. anderes, reine Class D-Stufen, die dann halt einfach für das Millis-System mehr oder weniger so rausgebracht wurden. Hier, damit könnt ihr das brauchbar betreiben. Genau. Also so stellen wir die Synergie her zwischen Lautsprecher und Endstufe, dass es zu einem Lautsprechersystem auch immer fast immer eine halbwegs passende Endstufe gibt. Bald kommen neue Cento-Endstufen. Ja, die sind dann Class AB, klein, bezahlbar, wirklich bezahlbar für eine wirklich echt geile Class AB Endstufe. Der Monoblock Class D, also da geht dann auch schon zu dem Cento, gibt es dann auch eine passende Endstufe wieder. Okay. Ja, zu den Cento-Systemen. Ja. Also ihr hattet ja auch mal SPL-Stufen. Haben wir auch, genau. Okay. Haben wir 3, 4, SP1 900, SP4 900, SP4 500. Ja, die machen dann auch, die 400 macht dann auch Anzeige um 4 mal 250 Watt, also da kommt auch richtig Feuer raus. Sind klein, ja, Spritzwasser geschützt, auch da passend zu der SPL und Powersport Serie. Damit kann man dann schon wirklich was anfangen. Ja, das kommt halt raus, ne? Und passen halt zu den Lautsprechern und zu der Serie, ist eigentlich ganz cool. Genau. Wenn du jetzt aber sagst, da ist halt, also es gibt Prozessoren, es gibt Endstufen. Wie ist dann überhaupt der Unterschied zu, also weil nehme ich jetzt lieber eine Herz-Endstufe für meinen Mille Pro Legend Lautsprecherkombi oder würde ich da halt vielleicht doch lieber eine Audison nehmen? Also das spielt ja so ein bisschen so ein doppeltes Spiel. Absolut. Herz ist, wie eingangs gesagt, so unser High-Performance-Brand und Audison da eher ein bisschen audiophiler und feinzeichnender ausgelegt. Ja, High-Performance, also Endstufen in der Regel je nach System natürlich und je nach Serie. Es gibt keine direkt vergleichbaren Serien in den beiden Brands, aber die Herz haben in der Regel ein bisschen mehr Leistung, wenn man jetzt auf die Endstufen schielt. Und sind eben für mehr ausgelegt für Spaßfaktor dabei. Ja, sieht man dann auch, gutes Beispiel wieder der ML 1800. Das Ding, das macht schon richtig Spaß, wenn man da richtig Feuer drauf gibt. Ja, also das sind wirklich Spaßmaschinen. Ich kann auch richtig austeilen und ich habe ihn letztens ja in Salzburg, glaube ich, gehört. Kann was. Ja, das geht eben nicht nur schön, sondern dann eben auch laut. Ja. Und da waren jetzt nicht 3 davon in der Tür, da war halt einer. Einer pro Seite. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Okay. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt die kompletten Serien von Herz durch, glaube ich. Ja, dann bedanke ich mich für die tollen Einblicke in die Marke Herz, ne, wo wir alle mit Herz dabei sind. Gerne. Und ja, wenn man jetzt halt wirklich irgendwie wissen will, was ist denn jetzt die richtige Serie, wo unterscheiden die sich, wie muss ich diese Homepage denn halt lesen, kann man sich jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen groben Überblick holen, was für wen, wie, warum und was auch irgendwie so brauchbar der Unterschied zu den anderen Marken ist. Wenn wir schon bei den anderen Marken sind, über die anderen Marken, beziehungsweise über Audison, werden wir wahrscheinlich etwas Ähnliches machen. Mal gucken, wann. Sicher bin ich mir doch noch nicht. Aber sowas wird es, denke ich mal, geben. In dem Sinne, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst einfach ein Abo da, lasst ein Like da. Dann würde ich mich freuen. Du dich vielleicht auch, weil ich mich dann freue. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch, ich danke dir. Gerne. Und bis demnächst. Euer Thomas.